sehen, dass dieser Begriff auch berechtigt ist. And you will soon see that this expression is also appropriate. Hier habe ich jetzt eine Folie, Here is a slide in der die Transitstrecke schematisch dargestellt in ist. which that transit route is schematically illustrated. Und dieses Grundsystem nach Fischinger möchte ich Ihnen hier kurz erklären. And this basic regulatory, according to Fischinger, I want to explain it to you here. Es hat folgende Grundbestandteile. It has the following basic parts. Diese Zellen hier im Grundsystem, These cells in the basic regulatory system that are illustrated here, und die Ausläufer haben, and those that have extensions, Ausläufer haben, die ein Netz bilden, aber ein dreidimensionales Netz. that form a network that is a three-dimensional network, Das weiche Bindegewebe. is the soft connective tissue. Zwischen diesen Zellen, In between those cells, da liegt die sogenannte extrazelluläre Flüssigkeit, die hier punktmäßig dargestellt ist. we find the presence of the extracellular liquid, which is illustrated on this diagram with the points. Und diese Zellen und die Flüssigkeit, And these cells and this liquid, das ist die Zelle Milieusystem. that is the cell milieu system. Denn die Zellen beeinflussen die Flüssigkeit Because the cells influence the liquid, und die Flüssigkeit beeinflusst die Zellen. and inversely the liquid influences the cells. Die beiden gehören also ganz eng zusammen. Both have a very intimate relationship to each other. Dazu, zum Grundsystem selber, In addition to the basic regulatory system, gehören bei höheren Lebewesen, in higher life forms, we have in addition, gehören die Gefäßendstrecken, we have such things as the vessel ending points. hier schematisch dargestellt, Here schematically is illustrated vom Herz aus die großen Gefäße the heart and the large vessels, und dann hier die Kapillarendstrecken. and then the end route of the capillary system. Hier die arterielle Endstrecke Here you have the arterial end, und blau dargestellt die venöse Endstrecke. and the blue illustrates the venous route. Aber wie gesagt, dieses System schon gehört nur zu den höheren But Lebewesen. as I mentioned before, this system is found in higher life forms. Die primitiven Lebewesen haben nur die Zellen und das Milieu. The primitive organisms have only the cells and the cell liquid milieu. Die höheren Lebewesen haben aber zusätzlich noch einen Abfluss aus der interzellulären Flüssigkeit, extrazellulären Flüssigkeit. The higher life forms have, in addition to the extracellular liquid and the cell milieu, also a drainage system, Und das ist hier grün and that dargestellt. is represented here in green, Das ist das Lymphsystem. which is the lymphatic system. Nun, noch ein weiterer Bestandteil gehört zum Grundsystem. And now an additional component of this basic regulatory system, Das ist das Nervenendgeflechtssystem. and that is the nerval end fiber system. Also dieses Grundsystem gehört zusammen. That is, the basic regulatory all is in one unit. Und dazu gehören dann ergänzend bei höher entwickelten Lebewesen And in addition to even further higher developed life organisms, we have in addition da gehören jetzt dann dazu die Organzellen. also the organ cells belong to that. Sie sehen also, So you dass can das see Grundsystem im Prinzip für sich alleine lebensfähig ist. that the basic regulatory system, in principle, all on its own, is capable of sustaining life. Und dass die Differenzierung And that the differentiation der Zellen, of the cells, wie wir sie hier durch Teilung as we have shown you here through the cell division, dargestellt finden, nur leben können, can only exist wenn dieses Grundsystem die Ernährung und den Abfluss der Stoffwechselprodukte übernimmt. when the basic regulatory system
takes over the function of nutrients and also the elimination of the byproduct of cell metabolism. Also das Grundsystem, hier das Zelle-Milieusystem alleine ist schon lebensfähig. So you see the cell milieu system here, as represented here, is definitely capable of sustaining life. Wenn aber Organzellen für spezifische Aufgaben entwickelt werden im Organismus, When organ cells are developed for specific functions in the organism, also beispielsweise Knochen, for example bone, Muskeln, muscles, Nervenzellen, nerve cells, also das Gehirn, such as brain, oder die Leber oder die Niere, or the liver or the kidney, dann müssen die ernährt werden. then these have to be nourished. Und sie können nur ernährt werden über das Grundsystem. And the nourishment occurs through the basic regulatory system. Ohne dieses Grundsystem sind die Organzellen nicht lebensfähig. Without the basic regulatory system, the organ cells are incapable of life. Und das ist die wichtige Erkenntnis von Pischinger. And that is the important insight which Dr. Pischinger had. Also höheres Leben, höhere Lebewesen Higher life forms brauchen eine Vermehrung der Zellen require an increase of cells und eine Differenzierung der Zellen. and a differentiation of cells. Dafür sind diese Zellen wohl für bestimmte Aufgaben fähig, That's why those cells are specially suited for specific tasks, aber die Organzellen wie die Leberzellen oder die Nierenzellen können alleine nicht leben. but the organ cells such as the liver and the kidneys on their own cannot sustain life. Sie werden also abhängig vom Grundsystem. They are very dependent on the basic regulatory system. Das ist ganz, ganz entscheidend. That is very, very important. Und in diesem Grundsystem, And in this basic regulatory da system, laufen primär alle Stoffwechselvorgänge ab. all of the metabolic processes occur in the basic regulatory system. Und in diesem System laufen auch alle Krankheiten ab. And in this system, we also find the movement or the presence of diseases. Und wenn Sie eine Therapie betreiben, And when you afford a therapy, dann geht das nur, indem Sie das Grundsystem beeinflussen. this will only work if you are capable of influencing the basic regulatory system. Für die biologische Medizin ist deshalb wichtig, For biological medicine, this is very important, dass Sie nur Medikamente oder physikalische, therapeutische Mittel einsetzen that you dürfen, will use only physiological substances die das Grundsystem unterstützen in seiner Funktion. which support the basic regulatory system in its function. Wenn Sie aber Medikamente geben, meistens allopathische, If you give medications, mainly allopathic medications, die die Funktionen in diesem Grundsystem unterdrücken, which tends to suppress the function of this basic regulatory system, dann können Sie wohl unerwünschte Funktionen reduzieren, then you can reduce the undesirable functions of that system, aber Sie können nur indirekt die Organzellen beeinflussen. and you can only indirectly influence the organ cells. Also alle Therapie, Consequently, all therapy, die Sie betreiben, muss über das Grundsystem gehen. all the therapies that you will exercise, that you use, goes over the basic regulatory system according to Pischinger. Und deswegen sagte ich zu Beginn vom Kurs, And that's why I mentioned to you in the beginning of the seminar, wir wollen eine ganzheitlich orientierte Medizin betreiben. we want to use or practice a holistic type of medicine. Denn, und das ist jetzt wiederum wichtig, And that is again very important, das Grundsystem durchzieht den Gesamtorganismus. because the basic regulatory system permeates the entire organism. Alle Organe, Every- vom Kopf bis zu den Füßen, That means every organ, from the head to the foot, sind in das Grundsystem eingebettet. are found, have their origin in the basic regulatory system. So haben wir ein Basissystem wieder And so here we have a fundamental system again, und wir haben wieder dasselbe, eine Einheit, wie wir sie in der ersten Zelle hatten. and so here you can see that basically we still have a unit
as we have illustrated to you in this one-cell life form. Also diese Zelle als Einheit That is, this cell as a unit wird beibehalten im Grundsystem is maintained in the basic regulatory system und nicht in den Organzellen. and not in the organ cells. Die Schulmedizin beschäftigt sich aber mit den Organzellen in The erster school Linie medicine is concerned mainly with the organ cells in primary line und nicht mit dem Grundsystem. and not at all with the basic regulatory system. Und das ist mit ein Grund, And that is with one reason warum wir in der Therapie besonders bei chronischen Krankheiten nicht weiterkommen. and that is why it is so difficult, especially with chronic diseases, to get any kind of results. Nun die einzelnen Teile des Grundsystems. Now, the single parts of the basic regulatory system, or the component parts of the basic regulatory system. Hier haben Sie mal die Grundzellen nochmal dargestellt, rot, grün und blau. Here you have the fundamental cells or components illustrated in red, green, and blue. Sie lassen sich über die interzellulare Flüssigkeit ernähren, They are being nourished by the extracellular liquid. aber sie steuern gleichzeitig auch die Zusammensetzung der Flüssigkeit. However, they do direct the component parts of the extracellular liquid. Diese Zellen haben noch einen besonderen Vorteil. These cells have a special condition. Sie können sich ändern, They can change. sie können andere Aufgaben übernehmen, They can take on different tasks. also sie sind multifaktoriell. That is, they're multifactorial. Und das ist der große Vorteil. Sie können also auch Zellen abspalten, wie das hier dargestellt ist. And this is the great advantage because one can divide the cells or split cells off into different one forms as illustrated here, Als zum Beispiel weiße Blutkörperchen und was such es as dann noch gibt. white blood cells or whatever else there is. Nun zur extrazellulären Flüssigkeit. And now the extracellular liquid. In dieser extrazellulären Flüssigkeit liegen mit dem Netz verbunden die Zellen. In this extracellular liquid, you find connected in a net form, net-like fashion. Diese extrazelluläre Flüssigkeit ist sehr bedeutsam für unseren Organismus, This extracellular liquid is very important for us as an organism. denn ein Erwachsener hat zum Beispiel bei 75 Kilo Körpergewicht Because an adult male at a weight of 75 kilograms, about 145 pounds, ungefähr 16 Liter extrazelluläre Flüssigkeit. has about 16 liters of extracellular liquid. Das ist 3 bis 4 Mal so viel, That is 3 to 4 times as much als wir Blut haben. as blood. Denn unser Blut enthält ja ungefähr 5 bis 6 Liter Flüssigkeit. Because our blood usually has 5 to 6 liter of. Sie sehen also, schon von der Menge her ist die extrazelluläre Flüssigkeit von Bedeutung. So just going by on the basis of quantity, the extracellular liquid seems to have a priority here on basis of greater mass. Die Zusammensetzung der extrazellulären Flüssigkeit ist ebenfalls interessant. And now the contents of the extracellular liquid is also very interesting. Denn sie entspricht ungefähr der Zusammensetzung des Urmeeres. Because it is very closely related to the component parts of what we call the primitive sea. So kenne ich Wissenschaftler, die sagen, So I know some scientists who say dass eigentlich die Lebewesen, aus denen der Mensch entstanden ist, those scientists who say that life forms such as human life has developed aus einem warmen Urmeer. Has developed from a warm, primitive ocean or sea. Yes. Also etwa in Äquator, Subäquatornähe. They suspect perhaps around the equator or somewhere there. Entscheidend ist aber, However, what is really important, dass diese Zusammensetzung der extrazellulären Flüssigkeit diesem Urmeer in etwa entspricht. that the component parts of the extracellular liquid is actually very similar
to the component parts of this primitive ocean. Eine Ausnahme macht nur das Calcium. And of course, the only deviation is the calcium. Diese extrazelluläre Flüssigkeit enthält die verschiedensten Substanzen, die wir zum Basisleben gebrauchen. The extracellular liquid contains then all of the very basic forms, components that are necessary for the sustaining of life. Das sind vor allem ungesättigte Fettsäuren. Those are especially the amino acids. The unfattig is polyunsaturated. Polyunsaturated amino acids. Und zum Beispiel auch Mucopolysaccharide, die für den Stoffwechsel wichtig sind. And polysaccharides that are important for the metabolism. Ja. Auch der Zustand dieser extrazellulären Flüssigkeit ist von Bedeutung. Also the condition of this extracellular liquid is very important. Denn kann in den Sol- und in den Gelzustand übergehen. Because it can be in a sol or in a gel condition. Und Sie wissen ja, dass das bei verschiedenen Krankheiten sehr unterschiedlich ist. And you know that with different diseases that can vary greatly. Interessant für die extrazelluläre Flüssigkeit sind auch die frei beweglichen Zellen, die abspalten können. Very interesting for the extracellular liquid are also the free-floating cells, Also wie zum Beispiel die Leukozyten, such as the leukocytes, und die wesentliche Überwachungsfunktionen übernehmen. which have as their main function that of guardianship. Nun ein weiterer Schritt. And now another step. Dieses System muss ja ernährt werden. This system also has to be nourished. Und diese Ernährung erfolgt über das Gefäßsystem. And this nourishment then occurs over the circulatory system. Der Antransport der Nährstoffe, die wir zum Leben gebrauchen, The transport, the delivery transport, which are necessary, folgt also über das Kapillarsystem, das arterielle occurs Kapillarsystem. over the arterial system and the capillary system. Und das habe ich Ihnen hier mal auf einer extra Folie dargestellt. And I have illustrated that to you on one of those special Das sehen Sie hier. transparency, and here you can see it. Und Sie sehen, wenn man die Organzellen ernähren will, And so you see, if one has to this task of nourishing the organ cells, dann müssen die Nährstoffe, then the nutrient substances die aus der Ernährung da kommen, that come from the digestive system müssen durch die extrazelluläre Flüssigkeit hindurchgehen, have to go through the extracellular liquid, werden umgestaltet durch die Zellen, are changed through the cells. werden vorbereitet, damit sie von den Organzellen aufgenommen werden. It is then prepared so that it can be absorbed by the organ cells. Das ist also die Ernährungsfunktion, That is die das Grundsystem übernimmt. That is then the nutrition function of the basic regulatory system. Das Gegenteil übernimmt das Grundsystem auch. Now the opposite function, the basic regulatory system also accomplishes, Denn wenn Organzellen arbeiten, because when organ cells perform tasks, dann nehmen sie ja nicht nur Energie auf they not only accept energy und haben einen Stoffwechsel, and have metabolic exchange of material. sondern ist das wie auch hier in der Stadt. It is exactly as here present in the city. Man kann nicht immer bloß zuführen, man muss auch abtransportieren. One not only has to supply, but also has to take away. Und der Abtransport der Stoffwechselprodukte aus den Organzellen, And the removal of the metabolic products from the organ cells geht nicht direkt in die venösen Kapillarschenkel hinein, does not go directly into the venous part of the circulatory system, sondern nur wieder über das Grundsystem. but occurs again over the basic regulatory Also system. besser über das Zelle-Milieu-System. That is, over the Wie Sie das cell hier immune sehen. system, as you can see it here. Nur für den Abtransport sind zwei Wege möglich. However, for the removal of that, there are two possible routes. Na,
die Stoffwechselprodukte zum Abtransport, die kleiner sind, the metabolic products that are of small molecular weight, als 10.000 Molekulargewicht, such as 10,000 molecular weight, die gehen über das they Kapillarsystem go over the capillary system, zurück, back, und die größer sind, and the larger molecular weight, also als 10.000 larger than 10,000 molecular weight die substance, gehen über das Lymphsystem. use the lymphatic system for the elimination. Und das Lymphsystem wird wieder angeschlossen an das venöse System. And of course the lymphatic system again is connected to the venous system. Allerdings unter Zwischenschaltung von Lymphgewebe. However, with the one thing which has an inner positioning of the lymphatic tissue. Das sind Lymphknoten Those are zum Beispiel. the lymph nodes, for example, Oder ein größeres Organ, or a larger organ, zum Beispiel die Milz. such as the pancreas. Sie sehen also, der Lymphabfluss, den So wir hier dargestellt So you haben, see the lymphatic drainage, as we have illustrated here, hat nicht nur eine Abflussaufgabe, has not only a drainage task, also Abtransport, that is to the elimination, sondern auch eine Umwandlungsfunktion, but also a changing or filtration system, sodass die großen Stoffwechselprodukte mit einem Molekulargewicht über 10.000 so that the large molecular weight drainage substances with molecular weight over 10,000 die von hier von den Organzellen that kommen, come from the organ cells wieder vom Organismus absorbiert werden können. can again be absorbed from the organism. Sie sollten sich diesen Weg des Abtransportes unbedingt merken, You should certainly memorize this transport route as illustrated here, denn wenn wir Elektroakupunkturdiagnostik betreiben, because when you use electroacupuncture diagnosis, dann messen wir bei meiner Technik then you measure in my technique am Lymphmesspunkt, hier am Daumen. on the lymphatic measurement point here on the thumb. Und über diesen Lymphmesspunkt, über den vom vollentdeckten Lymphmeridian, And over this lymph measuring point, following the lymph meridian, kriegen wir einen Einblick in den Lymphabfluss. we have a way of looking into the lymphatic drainage process, Vor allem über den Lymphabfluss, wie er im Kopfgebiet stattfindet. especially over the lymph drainage from the head area. Also wenn wir den Reizstromtest heute Nachmittag oder morgen machen, When we do the irritation electrical stimulation test this afternoon or dann tomorrow, messen wir über diesen Punkt then we measure over this point die energetischen Verhältnisse in diesem Bereich. the energetic conditions in this area. Also bitte das nicht vergessen. Please don't forget, Das war hier das Rote oder hier blau dargestellt. which Das is ist das, illustrated in red or here in blue, it is was wir energetisch messen. what we measure energetically. Und weil dieses Lymphabflusssystem And while this lymph drainage system zum Grundsystem dazugehört, belongs to the basic regulatory system, können wir über das Lymphsystem dieses Grundsystem diagnostisch erfassen. we can then diagnostically check the condition of that basic regulatory system by using the lymphatic drainage method. Und nur indirekt auch die Funktionen der Organe. And then indirectly we can also check the organ cells. Das müssen wir uns immer merken, wenn wir Elektroakupunktur betreiben. This you have to constantly keep in mind if you practice electroacupuncture. So bin ich der Meinung, And now I'm of the opinion dass ein Elektroakupunkturarzt nicht arbeiten kann, that an electroacupuncture physician cannot work wenn er nicht den Aufbau des Grundsystems kennt, if he does not comprehend the principle of the basic regulatory system, weil wir nur über das Grundsystem mit dem Reizstromtest diagnostizieren können. because we use the electrical stimulation test of the
the response capability of the basic regulatory system. Theoretisch So theoretically, könnten Sie auch über den arteriellen oder kapillaren you Schenkel could messen. also go over the capillary system as well. Aber das ist dann sehr kompliziert, But it is considerably more complicated weil der Lymphabfluss strenger geordnet ist. because the lymphatic drainage system is considerably more forceful. So. Und jetzt noch ein Teil, der zum Grundsystem gehört. And now another part that belongs to the basic regulatory system, Das ist das nervöse and that is the Endgelenk. nervous system network. Dafür hat man verschiedene Ausdrücke, zumindest bei uns. One has many different expressions for that, at least in Germany. Man spricht von vegetativer Endstrecke. One talks about the parasympathetic terminal points Oder Terminalretikulum, or the terminal reticulum, aber im Prinzip ist es immer dasselbe. but in principle it is the same. Für Sie interessant For ist, you it is interesting dass das nervöse Endgeflecht that the nervous terminal system or network, nicht direkt auf die Organzellen geht und einwirkt, that the nervous terminal fibers do not go directly to the organ cells, sondern dass diese Reize, die vom nervösen Endgeflecht kommen, but the stimulants which come from the nervous system nur auf das Zelle-Milieu-System wirken have their influence only on the cell milieu system, und von da aus indirekt zur Organzelle. and from here indirectly they affect the organ cells. Also auch das nervöse Endgeflecht hat keinen direkten Kontakt mit den Organzellen, wie man immer glaubt. So even the nervous system terminal fibers don't have a direct connection to the organ cells, but have to use the cell milieu system of the basic regulatory to affect their function. Beim nervösen Endgeflecht ist noch ein Hinweis erlaubt. In the nervous end terminal fibers, there's another another hinweis is, oh my goodness, blanked out. Another another point of interest that Und dieser besteht darin, dass Verbindungen bestehen zu einer Kurzschlussstrecke im Kapillarsystem. there are also some connections that belong to a bypass phenomenon of the circulatory system. Das habe ich Ihnen hier mal dargestellt. And this is illustrated here. Also einmal über der Nerveneinfluss indirekt über das Grundsystem zu den Organzellen. As I explained to you, the indirect influence of the nervous system up to the organ cells. Und eine wichtige Strecke zu dieser Kurzschlussstrecke zwischen arteriellen und venösen Kapillarsystem. And a very important route that leads to that bypass phenomenon of the artery and venous areas. Und über diese Verbindung, die ich hier dargestellt habe, And this connection that I have illustrated here, können Sie mit der linken Hand, damit das nicht immer dunkel wird, mit der linken Hand hinweisen. also ich mache so. Ja. Über dieses Gebiet hier In this area right here, wird Dr. Türk sprechen. Dr. Turk is going to address this. Denn über dieses System hier Because over this system here, geht im Prinzip in principle, der Pinseltest. the brush test works. Also, die beiden Tests, die wir Ihnen hier demonstrieren werden, That is, the two tests that we show you here unterscheiden sich vom Ansatz her. are differentiated. Der Elektroakupunktur-Reichstromtest setzt hier an. The electroacupuncture stimulation test is applied here on the lymphatic system, Und der von Türk mitentwickelte Elektrohauttest and so that in part developed by Dr. Turk, the skin stimulation test,
setzt hier bei der Kurzschlussstrecke an. applies here at this venous capillary shunt. Und arbeitet mehr oder weniger über das Nervensystem. And it works to greater or lesser degree over the nervous system. Und weil diese beiden Systeme einen verschiedenen Ansatz haben, And because the two systems have actually a different fundamental base, benutzen Türk und ich use Dr. Turk and I beide Systeme zur Diagnostik. both systems for our diagnosis. Denn so können wir, wie wir mit zwei Augen schauen, Because it is as when we look with both of our eyes, können wir auch mit zwei Systemen in das Grundsystem we hineinschauen. can utilize two systems to look into the functions of the basic regulatory system. Türk also mehr über das Nervensystem und das Turk Kapillarsystem more over the nervous system and the capillary system, und ich mit dem Reizstromtest mehr über das and I Lymphsystem. with the stimulation test more over the lymphatic system. Aber immer nur Diagnostik möglich für die Organzellen über das Grundsystem. But however, the diagnosis is always possible only over the system, the basic regulatory system, to affect the organ cells. So ist unsere Meinung, dass man nach Möglichkeit immer zwei diagnostische Systeme verwenden soll. And so, in our opinion, it is possible by using the two different systems in our diagnosis. Ja. Nun vielleicht noch etwas, was ganz wichtig sein könnte, And now something that could be very important to you, dass wir den ganzen Organismus dann zusätzlich noch gesteuert bekommen that the entire organism is being steered in addition to über das Zentralnervensystem, wie besprochen, over the central nervous system, as we explained, indirekt über das Gefäßsystem, indirectly over the capillary system, durch das hormonelle System, was ja den Körper insgesamt steuert, and also the hormonal system, which also steers or affects the organism, und über das Immunsystem, was ja über das Grundsystem angreift. and also the immune system, which also influences the basic regulatory system. Nur interessant ist, However, it is interesting dass ja das Hormonsystem, that the hormonal system, also die hormonellen Drüsen, that is the hormone glands, auch wieder als Organzellen gelten are actually organ cells, und dadurch wiederum auch durch das Grundsystem ernährt und entsorgt and werden. here again they have to be nourished and maintained by the basic regulatory system. Sie sehen also, das ist ein gegenkontrolliertes System. So you see how it is a counterbalance, a counter-control system. Das Grundsystem ist gegeben. The basic regulatory system is given. Grundsystem ernährt Organzellen. It nourishes the organ cells. Zu den Organzellen gehören aber die Nervenzellen. To the organ cells belong the nervous cells. Da gehören auch das Immunsystem It dazu. also, the immune system belongs to Und that. dazu gehört auch das Hormonsystem. Also the hormone system. Not the immune, the humoral system. I kept saying immune. The humoral, the liquid system. Und diese Systeme wiederum werden vom Grundsystem ernährt. And all those systems in turn are again nourished by the basic regulatory system. So können wir sagen, And so we can then say dass alles gegenkontrolliert wird. that everything has its counter-regulation. Und wir nennen das offene Regelsysteme, And we call that an open regulation system weil jedes System sich wieder gegen das andere because kontrolliert. each system is counter-regulated against another system. Und weil das der Fall ist, deswegen können wir unsere Teste machen. And because this is the case, we can then accomplish our testing. Und jetzt kommt der Schluss aus dieser ganzen Geschichte. And now comes the end of this entire story. Alle Regelsysteme aus dem Leben heraus All the regulating systems of a life form gehen über dieses Grundsystem. are followed, are accomplished over this basic regulatory system. Und es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie dieses Grundsystem gestört werden And kann. all the many different possibilities exist there, how the system can be regulated. Und so
können auch die verschiedensten Organzellen gestört werden. And so even the various organ cells can be influenced. Und so gibt es viele, viele Krankheiten. And so many diseases Also exist. es sind ja mehr als 1000 Krankheiten in der Schulmedizin bekannt. The school medicine tells us of at least 1,000 different diseases Aber es that gibt are nur known, ein Grundsystem. but there's only one basic regulatory system. Und daher gibt es auch nur eine Gesundheit. And consequently, there's also only one health. Das ist das, was Sie sich bitte merken And müssen. please remember that. Nun zur Funktion dieses Grundsystems. And now to the function of this basic regulatory system. Hier kann ich mich nicht sehr lange aufhalten, And here I can't dwell very long denn wir wollen ja zu den Testen kommen. because we want to come to the testing phase. Da will ich Ihnen nur ein Schema zeigen. I want to show you only one scheme here, schematic. Wenn auf das Grundsystem Reize kommen, When stimulations are applied to the basic regulatory system, das können elektrische Reize sein, these can be electrical das stimulations können akustische Reize or, sein or acoustical stimulation oder auch Medikamente. die or als from Reize medication. wirken. Dann wird immer das Grundsystem angesprochen. Then one addresses, so to speak, the basic regulatory system. Und dieses Grundsystem reagiert immer gleich mit einer Schockphase. And the basic regulatory system then has a reaction, which is called the shock phase. Das ist hier schematisch And that dargestellt. is schematically illustrated here. Und dann arbeitet dieses Grundsystem. And then the basic regulatory system is put into function. Das nimmt den Reiz auf, It takes the stimulant, die Zellen verarbeiten diese Reize, the cells process these stimulations, ja, und schaffen eine Gegenregulation. and then they produce a counter regulation or counter Das ist shock. hier dargestellt als And Gegenschockphase. which we have illustrated this here as a counter shock phase. Also erst reguliert das Grundsystem, wird das getroffen durch einen Reiz. So at first, the basic regulatory system is hit by the stimulant Und dann, or irritant. arbeitet das Grundsystem als Eigenleistung. The regulatory system then is forced to react as its own action. Schafft die Gegenschockphase It produces the counter shock phase und versucht dann, diesen Reiz wieder auszugleichen, zu kompensieren. and it attempts to then compensate or to equalize that stimulant or the irritant that was applied. Und nun ist vielleicht noch interessant hier, Now, perhaps it is additionally interesting here dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das Grundsystem das kompensieren kann. because of all the various possibilities which the basic regulatory system has at its disposal to regulate the stimulants. Diese verschiedenen Möglichkeiten hat Perger entwickelt. These many possible alternatives Dr. Perger has developed. Vielleicht kann ich Ihnen das auf einer Folie noch ganz kurz zeigen. Perhaps I can show you that on the transparency here, Bloß just briefly. Ist die etwas klein geraten? However, this is a rather small magnification. Sie sehen das, was ich hier groß dargestellt habe, You see this, which I have illustrated here at large, mit der Schockphase und der with the shock Gegenschockphase phase and the counter shock phase, und der Ausregulierung. and then the normal function. Das sehen Sie hier klein dargestellt. You see that illustrated in a small way. Also Schockphase, That is shock phase, Gegenschockphase counter shock phase, und dann die Ausregulierung. and then the regulation. Also es ist nicht so, dass hier sofort von der Gegenschockphase das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, So sondern this- das schwingt. So this is simplistically illustrated. It doesn't occur immediately that there is an adjustment, but rather oscillations are set up that eventually lead to a smoothing out or regulating system.
Und wenn Sie das hier sehen, dann ist dieser Ausschwingungsprozess von längerer Dauer. And so, as you can see here, the oscillation process that is produced here can be of certain duration. Nun, wenn auf das Grundsystem Reize kommen, das können bakterielle oder thermische Reize sein. Now, the irritants that are applied to the regulatory system can be various, such as bacterial or chemical irritants. Dann reagiert das Grundsystem mit Entzündung. Then the regulatory system reacts with inflammation. Und die Entzündung unterscheidet sich von der normalen Regulation. The inflammation is differentiated from a normal reaction, Dass die Gegenschockphase über längere Zeit erhalten bleibt. that the counter shock phase is maintained over a considerable longer period of time. Und dass eine längere Zeit dauert, bis wieder eingeschwungen ist. It takes a considerable longer time until it finally is equaled out again. Nun, wenn Reize auf das Grundsystem über längere Zeit einwirken, When irritants influence the basic regulatory system over a long period of time, oder wenn diese Reize eine gewisse Stärke überschreiten, or if these irritants exceed a certain threshold, dann wird das Grundsystem nicht mehr in der Lage sein, mit Schockphase und Gegenschockphase zu reagieren. then a place is reached where the basic regulatory system is no longer capable of, through the oscillation, to even out its regulatory function. Das Grundsystem ermüdet in seiner Funktion. It perhaps can be explained in form of that the basic regulatory system reaches the stage of exhaustion. Und dann entstehen die chronischen Erkrankungen. And then you have the conditions of chronic diseases. Und wenn das Grundsystem in toto And when the basic regulatory system in total überfordert ist in seiner Regulation is overstressed beyond its capability and its function, und so in einen chronisch entzündlichen Zustand übergegangen and, ist, and enters the phase of a chronic inflammatory stage, dann braucht das System viel stärkere Reize, then the system requires considerably stronger irritants wieder anzusprechen. in order to react again. Also es wird einfach schwächer in seinen That Regulationsmöglichkeiten. is, it becomes weaker and weaker in its response capability. Also diese Ausschläge werden sehr viel kleiner. That is, those oscillation reactions are become smaller and smaller. Und zum Schluss And at the end, kann der Zustand eintreten, one can have a condition dass die Reaktionen, die Ausschläge, Schockphase und Gegenschockphase kaum noch existent sind. that the reaction capability of shock and countershock phase have no oscillations anymore, and there is no reaction capability. Dann wird diese Linie hier kaum noch Bewegungen machen. Then these lines will show no deviations at all. Und wir sprechen dann von der Blockade. And then we talk about a blockage. Und wenn solche Blockaden längere Zeit bestehen And when such blockages exist for a long period of time, und das Grundsystem nicht mehr genügend An- und Abtransportarbeit leisten and the kann, basic regulatory system can no longer perform its function in nutrient support and drainage, dann werden diese Organzellen ebenfalls ihre Funktion langsam einstellen. then the organ cells also curtail their function as well. Und dann wird zum Schluss, wenn es ganz schlimm kommt, wird die Blockade eintreten. And then in the end, when things become really quite bad, the blockade comes in. Und der schlechteste Zustand einer solchen Blockade ist dann wiederum das CA. And of course, the end result of this this phase then is the presence of cancer. Und jetzt können Sie sich wieder an das System von Versailles erinnern. And now, if you go back again to the system of Dr. Vincent,
Wenn die Blockade eintritt, when the blockage dann kommen sets wir in, in das alkalische System hinein then we are then present in the alkaline quadrant, und RH2 wird ansteigen. and the hydrogen pressure increases, Und wir kommen dann zum CA and then we are now in the area of cancer oder zum Tod, or death, der auch hier oben liegt. which is also up here in that area. So sehen Sie, dass jetzt der Kreis geschlossen ist. And now I hope you can see that we came full circle. Eine Ganzheitsmedizin The holistic medicine basiert has auf dem Grundsystem, welches uns Bischinger erklärt hat. has its basis on the basic regulatory system as Dr. Bischinger has described for us. Ganzheitsmedizin basiert auf der Entwicklung des Menschen. The holistic medicine has its basis on the development of the human being. Eine Ganzheitsmedizin basiert auf der Entwicklung des Menschen. And holistic medicine also has its basis in the development of the human. Von der Eizelle zu dem 60 Billionen Zellsystem, was der Erwachsene hat. From the single egg cell to some 60 billion cells, which approximately an adult has. Ein Einblick in dieses entwickelte System A view into this system of development gibt uns Vincent als Übersicht, Dr. Vincent gives us as an overview. gibt uns die Elektroakupunktur, The electroacupuncture affords that as well. zum Beispiel mit dem Reinstromtest, For example, the electrical stimulation test, oder gibt uns zum Beispiel der Elektrohauttest, wie ihn Türk entwickelt hat, or über, as an example, the electrical skin test Dr. Turk developed, über die Kurzschlussstrecke, die gehört. or the shunt system, which also belongs to the circulatory system. Wir sehen also alles fast ineinander. So you see how everything interdigitates itself. Und meine Absicht war, And now my intention was meine Absicht war, Ihnen zu zeigen, dass das alles zusammengehört. to show you how everything is interconnected. Sie können also nicht den Reizstromtest alleine machen, ohne dieses ganze System zu verstehen. You shouldn't do the electrical stimulation test without understanding how that whole system works. Wenn Sie das machen würden, If you do that, dann sind Sie ein Techniker, then you're only a technician, aber Sie sind kein Arzt. but you're not a physician. Und es spielt keine Rolle, ob Sie mit diesem System anfangen oder mit diesem Elektrohauttestsystem anfangen. And it isn't important with what system you begin, either with the electrical stimulation or with the skin test. It doesn't matter. Sie müssen immer dieses ganze System in toto im Auge behalten. You have to keep in mind the entire system. Und das gilt sowohl für die Diagnostik And that applies as well for diagnosis als auch für die Therapie. as for therapy. Und am besten ist es nach unserer Meinung, And it is better, in my opinion, dass Sie möglichst zwei Systeme miteinander kombinieren. that you combine at least two methods with each other. Dabei einige Methoden brauchen aufwendigere Geräte, So that some methods require certain instruments, und andere Methoden brauchen weniger aufwendige Geräte. and other methods may use instruments that are not as complicated. Und die früheren Ärzte, And the early physicians die noch keine Maschinen zur Verfügung hatten, didn't have any instruments at their disposal. die haben den Menschen abgetastet, untersucht, They examined the patient by touch. die haben ihre fünf Sinne gebraucht. They have utilized their five sensory organs. Und so haben sie auch einen Einblick in das And Grundsystem. so essentially they also have a view into the basic regulatory system. Bloß wir sind heute nicht mehr in der Lage, However, we are no longer in the position today unsere Sinne so zu gebrauchen, wie das manche frühere Ärzte to konnten. use our sense organs as the earlier technicians or physicians did. Und so brauchen wir heute zusätzliche And Geräte, now we rely today on instruments, und für die müssen sie bezahlen. and these are of course costly. That's all.
So, I think it's enough. Short announcement. You'll see how this all fits in as I get into the testing, because they're going to relate back to this. Announcement I wanted to make is in September we're planning a trip to Germany, and we have a few more places open on the bus. And it's going to be a chauffeured bus in Germany and Switzerland. We're going to go for 3 weeks. We're going to offices and homeopathic companies and some sites. So it's going to be a good trip. If you're interested, get an itinerary from Carol, and it's where everybody pays their own way, and we kick in common expenses. So it'll be a fun trip, and it'll be another education. So we can all do that. What time is it now? 12:15. Why don't we come back at 1:30? Have a good lunch. And we want to go through this so that everyone can see how it's done. And finally, we got it in English, like a little pamphlet, so you can follow yourself through this. So if you want to incorporate that into your office, you have a method of assessing the regulatory function of your immune system. Dr. Kramer is yours. With bacteria and all we're doing. One little that he has is actually. Oh, you mean the bioelectric insert? Yeah. I will find out all about that because Jacques Delandre is a good friend of Dr. And they know that they should have this in English. I think Jacques is the one that they've signaled that they can do it. But I'll find out about that. So it's a small one. Everybody knows each other like we said. After lunch, let us go to problems for dentistry, especially. Now, in the morning, we have spoken over the bone system, and now we will look what's good and not good for dentistry. Wir wollen zuerst uns mit der Herddiagnostik befassen und dann ein wenig auch mit der Herdtherapie der zahnärztlichen Praxis. First thing this afternoon, we want to concern ourselves with focus diagnosis and then also with focus therapy as it concerns the dentist. Wenn wir über Herde sprechen wollen, when we speak about focus, müssen wir uns über die Nomenklatur einig werden. We need to be united on the terminology. Sonst sprechen wir immer aneinander vorbei. Otherwise, we may pass each other as we converse. Im Sinne von Fischinger, in the essence of Fishinger's system, welches wir hier auf der Folie nochmal dargestellt which haben, we now see the diagram here on the slide, sprechen wir von einem Herd. we talk about focus. Wenn innerhalb des Grundsystems in the regulatory system, Materialien oder Fremdkörper, foreign objects or materials are present, Fremdkörper vorhanden sind, mit denen das Grundsystem nicht fertig wird. with which the ground system cannot deal with. Wir haben ja heute früh gehört, dass das Grundsystem in der Lage ist, alle biologischen Prozesse zu korrigieren. We explained to you this morning that the basic regulatory system has the capability of dealing with all the biological processes. Das schließt ein, dass wenn Fremdkörper in das Grundsystem hineinkommen, die auch abgebaut und umgebaut werden. That includes if foreign substances or materials enter that system, they also will be reduced or somehow processed. Das geht aber nur mit Fremdkörpern, die biologisch sind, die also in das körpereigene System hineinpassen. However, this works only with foreign substances that are biological, that is, those that actually are compatible with the body.
wenn jetzt Materialien und Fremdkörper in das Grundsystem hineinkommen, die das System nicht umbauen oder abbauen kann, However, when foreign substances or materials enter the basic regulatory system, which the body cannot process, dann bleiben die im Grundsystem liegen. then they are maintained or remain in the basic regulatory system. Die Zellen greifen diesen Fremdkörper wohl an, The cells, however, do engage the foreign substances, aber sie können ihn nicht abbauen, sie können ihn nicht eliminieren. but they are not capable of altering or in any way do anything with that substance. Und solche Fremdkörper, solche Fremdstoffe bezeichnen wir als Herd. And such substances of foreign materials, we classify that as focus. Wenn Sie zum Beispiel in eine Wunde Puder hineingeben, If, for example, you happen to place some powder crystals in a wound, und der Körper kann diese Kristalle nicht abbauen, and the body is incapable of processing those crystals, dann kommen diese Zellen und bilden einen Wall darum herum. then the cells just simply form a defensive wall around that offending crystal. Und alle diese Systeme, auch das Nervensystem, geht auf diesen Fremdkörper zu. And all the systems that are represented in that basic regulatory system then are concentrating their effort on that foreign substance, including the nerves. Ja, und das ganze System ist in heller Aufregung. And that entire system is in considerable state of excitement. Wenn das über längere Zeit geht, If this is allowed to continue over a long period of time, dann alarmt diese Abwehr. then there is an alarm stage in this defense system. Und dann sprechen wir von Herd. And then we speak about a focus. Dazu noch eine Erklärung. An additional explanation to that. Dieses Grundsystem kann Störungen, The basic regulatory system can, in case of disturbances, die von geringem Umfang und geringer Stärke sind, that are of a rather small intensity, lokal ausregulieren. Can locally regulate. Wenn die Störungen stärker sind, However, if the disturbances are considerably stronger, wenn Sie also zum Beispiel einen Infekt auf den Körper bekommen, if you get an infection in the body, for example, dann reagiert das gesamte Grundsystem im gesamten Organismus. then the basic regulatory system reacts to that in the entire organism. Eine bekannte Reaktion dieser Art ist zum Beispiel das Fieber. A very common known reaction in that, as an example, is fever. Ja. Und wenn die Störungen, die auf den Organismus zukommen sind, ganz stark sind, And if the disturbances that influence an organism are extremely strong, also zum Beispiel ganz starke Hitze, as for example high intense heat, dann kann das Grundsystem nichts mehr dagegen machen, es wird lokal zerstört. then the basic regulatory system is no longer capable to do anything about it, and it is locally destroyed. Also merken wir uns, geringe Reize werden lokal ausreguliert, So remember that small irritants are locally regulated. noch physiologische Reize, aber stärkere Reize werden vom gesamten Grundsystem ausreguliert, wie Fieber. Stronger but still physiological irritants are regulated by the basic regulatory system, such as fever. Und stärkste Störungen machen das ganze System kaputt. And still more intense disturbances destroy the basic regulatory system. Entweder lokal oder komplett und dann Either ist der Tod in a local way or perhaps even of the entire organism, which then means death. Nun, wir wissen ja von heute Vormittag, dass auch die Zeit eine große Rolle spielt. And of course Also nicht bloß die Intensität. this morning we showed to you that not only is the intensity of vital importance, but also the time has a function in this formula. Und wenn in dieses Grundsystem jetzt zum Beispiel ein Fremdkörper hineinkommt, der nicht abgebaut werden kann, And if it may happen that a foreign substance enters this basic regulatory system, which it is incapable of processing,
Dann sprechen wir, wie schon mal vorhin erklärt, eben von einem Herd. And then, as I explained to you before, we do talk about a focus. Wenn wir als Zahnärzte jetzt nach Herden im Zahn-Kiefergebiet suchen, And so, as dentists, when we look for those focus infection in the oral cavity region, dann müssen wir nach lokalen Veränderungen im Zahn-Kiefergebiet suchen, also nach lokalen chronisch krankhaften Prozessen. then we have to be alert to changes locally in the oral environment, such as perhaps chronic alteration of the tissues, Wobei es wichtig ist, lokal muss der Prozess sein where it is very important that the process of disturbance has to be local und chronisch muss er sein, das heißt über längere Zeit einwirken. and must also have a chronic quality that is function over a longer period of time. Und wenn dieses System dann durch diesen Einfluss erlangt, And then if this system is through this influence in a state of alarm, dann wird das Grundsystem nicht nur lokal reagieren, sondern über den ganzen Körper hinweg. then the basic regulatory system reacts not only in a local way, but actually over the entire organism. Und dann bekommen wir eine Fernwirkung durch diesen Herd. And then we experience such thing which we call a remote disturbance from this focus. Na, so haben wir zu unterscheiden zwischen dem lokalen Herd And so we have to differentiate between a local focus und der Fernwirkung. and a remote action of that focus. Und erst wenn beide zusammenkommen, dann haben wir eine Herderkrankung. And then when both unite, then we speak about a focus disease. Ja. Also bedeutet das mit anderen Worten, dass ein Patient der Herdträger ist. To express that, in other words, a patient who is a carrier of focus Also disease, Herd, nicht Fokus. Wenn der Fokus noch lokal ist, Ja, nur das- hier, if the focus is localized, der such as here, Patient wohl ein Herdträger. then the patient is a focused carrier. Wenn das Grundsystem die lokale Ausregulierung möglich macht. If the basic regulatory system allows for a local regulation of that. Wenn die Fernwirkung dazukommt, If the remote reaction is added to that, ja, dann ist der Patient herdkrank. then the patient has a focused disease. Also ja. Das ist also wichtig. This is very important. Na, wir brauchen also zur Herderkrankung It is necessary for a focused disease, ein Herd und die Fernwirkung. a focus and also the remote action of that focus. Na, manche Herde können wir mit der klinischen Medizin schon erkennen. Some focuses we can recognize already with clinical medicine. Denken wir zum Beispiel an die Röntgenaufnahmen. For example, if you keep in mind the X-ray pictures. Wenn Sie am Apex ein Herd erkennen, dann können Sie schon sagen, hier ist eine chronische Veränderung. If radiographically you recognize the change at the apex of a tooth, then you can say this is a chronic alteration, change. Aber das kann die Klinik erkennen. And so clinically you can recognize that. Aber die Klinik kann nicht erkennen, ob die Fernwirkung besteht. But clinically you cannot recognize whether there exists a remote action from that focus. Und so kann die Klinik auch nicht sagen, ob der Herdträger herdkrank ist. Whether that, and so from a clinical point of view, you cannot differentiate whether that is a focus carrier or whether it is a focus remote action disease, a focus disease. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. And this is a very important determination. Die klinische Medizin kann also nur potenzielle Herde feststellen, Clinical medicine then can only determine potential focus da sie die Fernwirkung nicht erkennen kann. because they cannot recognize the remote action of the focus. Ja? Und erst wenn man diese Fernwirkung auch finden kann, dann kann man die Diagnose stellen, der Patient ist herdkrank. And it is only when one can ascertain that there is a remote action, then you can say that the patient has a focused disease. Nun, das kann man ja hier, Fernwirkung kann man ja nochmal so sagen.
kann nicht so gut zeichnen, aber I can illustrate here the remote action in this matter here. I'm naturally not a Van Gogh, but this may be worth framing. welche Methoden haben wir nun? It's a nice picture. That is modern, you know. Also, welche Möglichkeiten haben wir nun in der Schulmedizin? Which possibilities do we have now in the school medicine? Na, es sind in erster Linie die Anamnese, In first line, we have the health history, anamnesis. als Zahnarzt die Munduntersuchung As a dentist, we have the oral examination, und die Röntgendiagnostik as well as x-ray examination, und die Vitalitätsprobe. and the vitality test. Das sind alles Dinge, die Sie auf der Universität gelernt Those are haben. all subjects that you were well instructed at the university. Na, wenn Sie also nach Herden im Zahn-Kiefergebiet suchen, müssen Sie diese ganzen Untersuchungen, die uns zur Verfügung stehen, machen. If you want to look for focus infection in the oral cavity, then you have to avail yourself of all those tests that were mentioned. Und Dr. Gleditsch und Dr. Türk und auch ich und unsere Freunde sagen immer wieder, diese Untersuchungen muss man zuallererst machen. Dr. Gleditsch and Dr. Turk and myself and our colleagues always say that that examination is primary and should be done first. Solange nämlich die Herddiagnostik und die Herdtherapie klinisch nicht anerkannt ist, As long as focus infection and focus therapy is not recognized clinically, wird die Schulmedizin uns immer angreifen, wenn wir diese Untersuchungen nicht durchführen. school medicine then is definitely in a position to constantly attack us if we do not proceed that with a good clinical examination. Also wir müssen diese klinischen Untersuchungen machen, einmal weil sie uns die Arbeit erleichtern First, it is necessary for us to do those clinical examination because one, it eases the workload on us, und zweitens, damit man uns nicht angreifen kann. and secondly, so that we are not in a position of criticism. Wenn Sie alle diese Untersuchungen zuerst machen, dann tun Sie alles, was die Schulmedizin kann. If you do all those examinations in first place, then you meet the requirements which the school medicine has taught you. Und man kann Sie nicht angreifen, wenn Sie dann als Herddiagnostiker noch mehr tun. And then it is very difficult to attack you on the basis of focus infection because you do that in addition. Nun einige Worte erstens zur Diagnose. And now a few words first to the theme of diagnosis. Die Diagnose sollen Sie stellen in jedem Falle. The diagnosis you have to place first in every case. Und ich rate Ihnen, sich nicht auf eine fremde Diagnose, auf eine fremde Anamnese zu verlassen. And I would urge that you do not rely on someone else's health history or anamnesis. Sie müssen die Anamnese, wenn sie von einem anderen Arzt oder Zahnarzt kommt, immer selber kontrollieren. If you utilize the health history of another physician or dentist, you have to go over it yourself as well. Wenn Sie einen Fragebogen verwenden, wie zum Beispiel hier einen aus den Vereinigten Staaten, den ich da auf der Folie habe, If you utilize a questionnaire such as one illustrated here on the transparency, dann geht die Anamnese natürlich sehr viel schneller. then the taking of health history proceeds considerably faster. Wir in Deutschland haben einen interessanten Anamnesebogen, den Dr. Türk entwickelt hat. In Germany, we have a rather interesting health questionnaire which Dr. Turk has developed, Aber vielleicht können Sie den mal übersetzen and perhaps that can be some days translated. und fertig machen. Dann werden wir ihn kopieren und dann kann man den Kursteilnehmern ja zuschicken. And so when that is accomplished, perhaps that can be then shared with you. Für zahnärztliche Zwecke ist dieser Anamnesebogen von Dr. Türk sehr gut. From the point of view of dental expertise, that health questionnaire is quite good and essential. Sie sollten die Anamnese auch machen, weil dadurch das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient besser wird. You should use or do the health history from the standpoint that it improves the doctor-patient relationship considerably. Vergessen Sie bitte nicht, dass wir in der deutschen Sprache von Sprechstunde sprechen.
And I would like to also share with you that in the German language, we actually use the term of a speaking hour when we make appointments with our patients. Wir sagen Sprechstunde bei uns. Yeah, conversation or Yes. speaking Und das ist appointment. sehr wichtig. And that is very important. Meistens wird nämlich heute in der Praxis nicht mit dem Patienten genügend gesprochen. In most instances nowadays, the conversation with the patient in most practices is at a minimal. In vielen Praxen wird ein Patient wie Ware behandelt. And in some practices, the patient is actually treated as if he is actually a number or goods. Und wenn Sie denken, wie viele Probleme aus dem Grundsystem entstehen und wie die Beziehungen untereinander schwierig sind, And when you consider how many possibilities and interconnections exist in the basic regulatory system and how difficult it is, und wie wichtig die Mitarbeit des Patienten bei jeder Behandlung ist, and how important it is that the patient has the capability of cooperating in every phase of treatment, dann müssen Sie mit ihm eng zusammenarbeiten und das geht nur durch Sprechen. and then you have to work in a close relationship with the patient, and that is only possible through a thorough understanding and communication. Aus der Anamnese können Sie auch viele Hinweise bekommen. From health history, you can also get a lot of hints. Ja, ich meine Hinweise, keine Diagnostik. I mean hints. I do not mean diagnosis. Na, wenn ich da zum Beispiel denke an Unverträglichkeit eines schnellen Klimawechsels. When I consider, for example, the intolerance of a very rapid climatic change, Dann kann das ein Hinweis sein, dass das Grundsystem nicht mehr ordentlich funktioniert then this gives me a hint that the basic regulatory system has no longer capability of regulating, und dass zum Beispiel ein Herd dahinter steckt. and that perhaps there is a possibility of a focus behind all that problem. Und da viele Herde im Kopfgebiet sind And because so many focuses are present in the head area, und von den Kopfherden die meisten im Zahn-Kiefergebiet liegen, and of these, most of them are present in the oral cavity, müssen wir nicht nach dem Blinddarm oder Blinddarmnarbe suchen, sondern sollten als Zahnärzte zuerst mal das Zahn-Kiefergebiet anschauen. and then it doesn't make sense that we look for appendicitis or some other problems, but rather we should concentrate our efforts in the oral cavities. Andere Hinweise auf Herde. And further hints as far as focus goes, Wir haben das heute früh besprochen, sind chronische we Erkrankungen. talked about this in the morning, about chronic diseases, Oder ein Hinweis auf Herde sind auch rezidivierende Erkrankungen. or points are also about focus as far as Rezidivierende, immer wiederkehrende. okay, recurrent diseases. Ja. Und ein wichtiger Hinweis, den wir aus der klinischen Medizin als Herdhinweis bekommen können, ist auch der Begriff der vegetativen Dystonie. Okay, and another hint that we have from Vegetative Dystonie. Bitte? The clinic. From clinical medicine is the parasympathetic dysbiosis. Ja, Dysbiosis. Na, wir gebrauchen diesen Begriff vegetative Dystonie meistens, wenn wir nicht wissen, was für eine Erkrankung dahinter steckt. We use this tongue-twisting term when we don't know what else is behind this problem. Aber das klingt sehr wissenschaftlich. It has, however, such a scientific ring to it, Und der Patient geht down. and of course it impresses the patient. Und ein letzter Hinweis noch, der wichtig ist, And the last hint that is still very important, dass Herde vorhanden sein können, focuses can be present, das sind die degenerativen and Erkrankungen those are the degenerative diseases und die allergischen Reaktionen. and the allergic reactions. Sie sehen also, wir brauchen die Anamnese, um den Kontakt zum Patienten zu haben So you see, we need health history in order to maintain the contact with the patient, und Hinweise zu bekommen, aber nur Hinweise, ob ein Herd eventuell dahinter stecken könnte. and to also get hints whether or not there's a possibility of a focus behind their problem. Die nächste Untersuchung, die uns als Zahnärzte zur Verfügung steht, ist die Munduntersuchung. The next examination that is available to us is the oral examination.
Wenn Sie also dem Patienten in den Mund schauen, können Sie schon einige Hinweise bekommen, ob Herde dahinter stecken. So when you look into the oral cavity, you can also get hints whether there are possibilities for focus infection, Diesen Herd am Apex können Sie natürlich bei der Munduntersuchung nicht sehen. such as the focus at the end of an apex of a tooth. You cannot see that from a physical examination of the oral cavity, Aber Sie können Stellungsanomalien erkennen, but you can recognize such things as positional anomalies, stark gekippte Zähne, strong-tipped teeth, wo tiefe Taschen entstehen. Deep pockets, Ja, und diese Taschen können ohne weiteres als Herde in Frage kommen. and the presence of such deep pockets can certainly come in question as far as focus problems. An verfärbten Zähnen können Sie erkennen, ob die Zähne noch vital oder tot sind. Discolored teeth can give you hints such as the devitalized teeth Und das tief zerstörte Zähne and greatly destroyed teeth oder Wurzelreste or root fragments oder Fisteln, of fistulas die weisen doch immer darauf hin, dass ein toter Zahn vorhanden ist und da auch eine Herdmöglichkeit besteht. definitely give you hints that there is a problem here and possibility of a focus to be present. Ich betone aber auch hier wieder, es ist nur Hinweise. And I again want to reiterate, it is only a hint. Denn wir können nicht erkennen durch die Munduntersuchung, ob eine Fernwirkung besteht. Because we cannot, by an oral examination, ascertain whether there exists a remote action from that. In der Regel sollte diese Munduntersuchung der Zahnarzt machen. As a rule, this oral examination should be performed by the dentist. Aber wenn Sie Arzt sind, sollten Sie sich nicht scheuen, auch eine Munduntersuchung durchzuführen. However, if you are a physician, please don't shy away from doing a thorough oral examination yourself. Wir selber machen tragen die Munduntersuchung ein auf ein Formblatt. We ourselves list our oral examination on a form which you see before you. Dieses Formblatt haben wir vor vielen, vielen Jahren entwickelt. It took us several years to develop this form. Und dann tragen wir hier ein, wie der Mundbefund aussieht. And so here we note all the existing condition as we find it in the patient. Wir benutzen dazu Abkürzungen, And here we utilize abbreviations damit wir alle Untersuchungsergebnisse auf einen Blick vor uns haben. so that all of the examination results are before us just by looking at it quickly. Diese Abkürzungen, die wir hier in Deutschland verwenden, könnten Sie ohne weiteres übernehmen. These abbreviations, as we have here in German, you can certainly accept those for your use without any problem. Das wäre eine Arbeit für Stan, das mal zu machen. He says that this is something that I should do, and I have already talked to some colleagues about it, and I strongly feel that the first step will be for us to develop terminology and definition of signs that we can use in the oral Wenn cavity. Sie alles das, was die Munduntersuchung bringt, ausschreiben würden, If you will record everything which an oral examination presents, dann können Sie bei vielen Patienten das gar nicht hier unterbringen. you will probably not even be able to list everything on the form here. Und dann wird das sehr unübersichtlich. And then, of course, it becomes useless. Ein Hinweis noch, wenn Sie untersuchen und korrekt untersuchen, Another hint for a proper examination, dann ist das besser, ohne zu entscheiden, then it is better not to make judgments, als zu entscheiden, ohne zu untersuchen. the same as to make judgments without any examination. Das ist schon ein Hinweis von Lessing gewesen. This has been a hint that was given to us from Lessing. Ja, und der war gar kein Zahnarzt, aber das hat er schon gewusst. He wasn't even a dentist, but yet he perceived that. Am besten ist erst untersuchen It is best to examine first und dann zu entscheiden, was man zu tun hat. and then make a judgment as to what to do. Ja. Die nächste Untersuchungsmöglichkeit, die uns zur Verfügung steht, ist die Röntgendiagnostik. The next examination possibility is the radiographic examination.
Darüber will ich in diesem Kreise nicht viel sagen. And I don't want to talk too much in this area right now. Nur der Hinweis mag genügen, Only the hint may suffice dass man mit dem Röntgenbild in das Innere des Zahnes zum Teil, aber in das Innere des Knochens hineinschauen kann, aber nur so. that in part we have the capability to look inside the tooth and also inside the bone, but only in part. Wichtig ist auch noch, dass wir uns merken, dass mit dem Röntgenbild eine zweidimensionale Darstellung erfolgt. It is very important that you remember that an X-ray examination gives you only a two-dimensional view of a three-dimensional entity. Erste Dimension, zweite Dimension. So two dimensions. Der Körper hat aber drei Dimensionen. And the body is actually a three-dimensional entity. Und diese dritte Dimension, die müssen wir uns durch Erfahrung dazu denken. And so the third dimension we usually add to our examination because of our experience. Also, es ist nicht möglich, mit der Röntgendiagnostik dreidimensional zu diagnostizieren. So all of you are aware that it is impossible to diagnose with a two-dimensional entity a three-dimensional substance. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang und deswegen sollten wir diese Röntgendiagnostik nicht an andere Kräfte übertragen. And this is an important consideration, and consequently we should not transfer to somebody else the information that is present on the X-ray examination. In Deutschland ist es manchmal üblich, dass die Röntgenbilder von einem Spezialinstitut gemacht werden. In Germany, it is quite common that X-ray examinations are made by a central institute. Und die gehen dann her und machen eine Röntgenauswertung. And they continue on and actually make a clinical judgment on that röntgenographic. Die haben aber keinen Patienten vor sich. And they don't even have the patient in front of them. Und sie können die dritte Dimension gar nicht hineinlesen. And the third dimension is absent, and they can't even read that into the X-ray. Und so kriegen wir oft unmögliche Diagnosen. And so we occasionally receive rather impossible diagnoses. Wir haben nichts dagegen, wenn die Röntgenbilder woanders gemacht werden. We don't have anything against the process of having the X-ray taken somewhere else. Aber die Auswertung der Röntgenbilder, die muss in zahnärztlicher Hand bleiben. But the diagnosis and the judgment of an X-ray picture should remain in the hands of a dentist. Und Sie sollten die Röntgenbilder auch nur auswerten, wenn der Patient am Stuhl ist. And you should judge the X-ray picture only when the patient, in the presence of the patient. Also Anamnese und Mundbefund und Röntgen gehören zusammen. So again, health history, findings of the oral cavity, and the X-ray all belong together. Und wenn Sie die Auswertung machen, gleich hier auf dem Befundblatt eintragen. And whenever you make your clinical judgment, then that information should be entered on the form. Na, wir können also wohl Möglichkeiten erkennen mit diesen drei Möglichkeiten. We can certainly recognize focus possibilities with the three entities that I mentioned, examination entities. Na, wir sollten aber nicht überbewerten. However, we should not overstate the cases. Immerhin ist es möglich, dass wir mit der Röntgendiagnostik eine ganze Menge Hinweise bekommen. It is always possible that with the use of X-rays, we can get quite a few hints. Ein sehr bekannter Forscher in Deutschland, A very well-known researcher in Germany, Professor Fröhlich, Professor Fröhlich, hat einmal 500 Röntgenstaaten, also komplette Röntgenauswertung gemacht. He had a process once where he evaluated 500 X-ray pictures. Ja. Und dabei hat er gefunden, dass nur 6,6% ohne pathologischen Befund waren. And here he found that 6.6% were without pathological findings. 12% der Patienten von den 500 12% of the 500 konnte er im Röntgenbild, wohlgemerkt,
He could, from the X-ray examination, immerhin einen pathologischen Befund finden. only one pathological case was determined. Bei 14% zwei pathologische Befunde. In 14%, two pathological Bei process. 17% drei pathologische Befunde. 17%, three pathological. Und bei fast 50% der 500 Patienten nur mit klinischer Röntgendiagnostik, Anamnese und Befund 4 und mehr pathologische Befunde. And 49.4%, 4 or more pathological findings were determined by using of the X-rays, the clinical examination, and also the health history of the patient. Sie sehen also, dass die Röntgendiagnostik bei der Herddiagnostik so wichtig ist. So you see how important it is that the X-ray pictures are present by focus infection diagnosis. Und ich in meiner Praxis, And in my praxis, ich mache keine Herddiagnostik I don't do focus infection diagnosis mit Elektroakupunktur, with electroacupuncture wenn ich nicht die Munduntersuchung und die Röntgendiagnostik vor mir habe. if I don't have the oral examination and the patient health history in front of me. Wenn Sie mit Elektroakupunktur alleine arbeiten, ohne diese Unterlagen, If you work only with the electroacupuncture without those basic foundational aids, dann leiden Sie ganz erheblich Schiffbruch. and then it is quite possible that you may run your ship aground. Ich warne Sie dringend davor, das zu tun. And I warn you very, very strongly at this point to avoid doing that. Ich kenne Elektroakupunkturärzte in Deutschland, I am familiar with some electroacupuncture doctors in Germany. die machen weder die Munduntersuchung, noch befragen sie den Patienten, noch machen sie Röntgenbilder. They don't take health histories, nor do they have an oral examination, nor do they take X-ray examinations of the patient. Sie machen nur die Diagnostik mit Elektroakupunktur. They only rely on their diagnosis that comes from an electroacupuncture examination. Aber fragen Sie nicht, wie viele Fehler sie machen. But please don't ask me how many errors they commit. Ich habe eine ganze Reihe solcher Fälle überprüfen können. I was able to prove a number of such errors. Und wenn die Schulmedizin wüsste, wie viel Blödsinn dabei herauskommt, dann würden sie uns ganz erheblich angreifen. And if the school medicine would know how many dumb things are found in this type of a thing, they would certainly have grounds to attack us. Also tun Sie es bitte nicht. So please avoid doing that. Etwas anders sieht es aus mit dem Elektrohauttest. Now, it is something considerably different when it comes to the electro skin test. Mit dem Elektrohauttest können Sie ohne diese Unterlagen Herde diagnostizieren. With the electrical skin test, you can, without the presence of all those other fundamental things, show the presence of focus infection. Weil die sich auf der Haut abzeichnen. The reason is because they are visible on the skin. Und der Arzt und weder der Arzt noch der Patient können etwas dagegen unternehmen. Das kommt von allein. And it is difficult neither the physician nor the patient can do anything about it because this appears just really, that's the reaction that is present. Also für den Elektrohauttest mag es zulässig sein, nicht jedoch möchte es vielleicht zulässig sein, aber nicht für Elektroakupunktur. So for the electrical skin stimulation test, it is possible to avoid the other three modalities of the diagnosis, but not for the electroacupuncture Aber test. Sie werden sehen, wenn Dr. Türk demonstriert, dass er auch das genauso macht wie ich. Erst Anamnese, dann Munduntersuchung, dann Röntgen. So when you see Dr. Turk examining or demonstrating his processes, you will also see that he does the same thing as I. First health history, then an oral examination, then X-rays. Und nach der Röntgendiagnostik noch ein wichtiger Punkt. And after the X-ray examination, that was another point, Das ist die Vitalitätsprobe. and that is the vitality test. Aber vergessen Sie nicht, die Vitalitätsprobe ist von der Mitarbeit des Patienten abhängig. However, don't forget that the vitality test is relies very much on the cooperation of the patient.
Manche Patienten sind empfindlich, manche weniger Some empfindlich. patients are very sensitive and others are less sensitive. Und so ist das wohl ein guter Hinweis, aber keine unbedingt korrekte Diagnose. And so, of course, that is a good hint, but it is not necessarily a firm, correct diagnosis. Die Fehlermöglichkeit bei der Vitalitätsprobe einzugrenzen, To limit the possibility for error in the vitality test, machen wir es zuerst so, dass wir die elektrische Prüfung machen. we do it this. We do the electrical examination first. Also erst einen elektrischen Reiz auf den Zahn geben. We first stimulate the tooth electrically. Das ist das Erste. That's the first. Wenn das unsicher ist, If that is unsure, dann nehmen wir Kälte. then we use cold. Ja. Und wenn das auch unsicher ist, And if the cold stimulation test is also uncertain, dann bohren wir an. then we drill into the tooth. Und das kommt ja sehr oft vor bei Zähnen, die mit Kronen versorgt sind. This occurs quite frequently on teeth that have crowns on them. Nun kann es passieren, dass sich die Pulpa stark zurückgezogen hat. Now, it is possible that the pulp has receded considerable, Ja, wenn Sie dann unterhalb der Krone anbohren, and then if you drill below the margin of the crown, und der Zahn hätte weiter nichts, and wäre and the tooth didn't have anything, it is actually healthy, dann haben Sie hier Trouble gemacht. then of course you stir up problems here. Wenn Sie aber oberhalb des Kronenrandes anbohren, And if you drill above the margin of the gold, das sei die Krone hier, und da bohren Sie hinein. that is, here it represents the crown, and you drill above the margin, Und die Krone würde in Ordnung sein, and the crown is still the integrity is still intact, dann können Sie diesen Defekt ohne Probleme wieder schließen. then you can close that little new defect now without any problems. Also bitte nicht hier unten anbohren, sondern bei Kronenzähnen etwas über dem unteren Rand. So please, in case of a crown's tooth, don't drill below the margin of the crown, but rather drill into the crown above the margin. Und wenn Sie hier an einem Zahn eine große Füllung haben, If you have a tooth with a large filling, hier, dann bohren wir nicht hier unten an, sondern dann bohren wir selbstverständlich hier am Rande an, wo ja bei Amalgamfüllung oft Sekundärkaries ist. then we don't drill at the cervical line, but rather go right down the side of the large fillings, because quite frequently there are secondary decayed areas on those fillings anyway. Mit diesen Untersuchungen, With these examinations die wir bisher genannt haben, können Sie schon viele Herdmöglichkeiten erkennen. that we have mentioned up to this point, you have now the capability to recognize many focus infections. Also zum Beispiel habitale Zähne, impactierte Zähne For example, the devitalized teeth, impacted teeth, und zum Beispiel auch Caries profunda, and carious processes. wenn die sehr tief hineingeht und hier die Caries profunda schon ziemlich tief ist. For those that penetrate the tooth quite deeply, or those that go on the side of the filling quite deep. Na, damit können wir also schon einen ganz schönen Hinweis bekommen. And so with this, we certainly can get a lot of neat hints. Wir können aber mit diesen Untersuchungsmethoden eine ganz wichtige Herdmöglichkeit gar nicht finden. But with these methods, we cannot determine a very important focus, the presence of focus infection. Und das ist zum Beispiel die chronische Pulpitis. And that is, for example, the chronic pulpitis. Die chronische Pulpitis kann die Schulmedizin überhaupt nicht diagnostizieren. It is impossible with the school medicine practices to diagnose the presence of chronic pulpitis. Zumindest nicht solange der Zahn noch im Mund ist. At least not as long as the tooth is still present in the mouth, in its socket. Wenn Sie den Zahn extrahiert haben When you extract the tooth, und Sie stellen die Diagnose im histologischen Bild, also unter Mikroskop, and then you present that histological picture, especially like in a microscope, dann ist die Diagnose schon zu spät. then the diagnosis is already too late. Ja, also diese Herdmöglichkeit zum Beispiel können wir nicht finden. So this
focus possibility we cannot determine. Ich will mal ein klein wenig vorgreifen, And now I want to go ahead a little bit damit Sie sehen, wie wichtig das ist, was ich gesagt so habe. that you can see how important it is what I'm telling you. Ich habe hier über 270 Patienten mal statistisch erfasst. This shows statistics of about 250 patients. Nun denken Sie daran, jeder Patient hat 32 Odontone. And now keep in mind that every patient has the possibilities of at least 32 odontons. Und zählen Sie das hier zusammen, zahnlose Odontone und bezahlte Odontone, also Zähne, die im Durchschnitt noch im Kiefer drin waren, bei den 273 Patienten. And so if you add in the 273 patients all the missing teeth and all the teeth that are present, Also 32 Odontone beim Durchschnittspatienten, den ich da festgestellt habe. so on the average 32 odontons on an average patient. Diese Statistik, die ich hier gemacht habe, gilt für meine Praxis. This statistic that I'm presenting here to you today applies only to my practice. Ich war überrascht, dass Dr. Türk sehr viele andere Ergebnisse hatte. I was surprised that Dr. Turk has some considerable different results than I. Aber ein Ergebnis ist bei uns beiden trotz Differenz sehr gleich. However, there is one value that